Du bist der Straßenschilderbeauftragte im Wunderland. Das Ziel ist, die Realität abzubilden und professionell sein und so. Ne? Und, ich habe nicht mal einen Führerschein. Moin, ich bin Leo, ich bin der Beauftragte für die Straßenschilder. Das heißt, ich kümmere mich um alle gedruckten, gebauten Straßenschilder hier auf der Anlage. Wir haben insgesamt 700 Stück, von denen kommen inzwischen ungefähr 500 von mir. Ich arbeite seit 4 Jahren im Wunderland, bin gelernter Grafikdesigner und habe im Studium hier angefangen zu arbeiten, im Shop- und Bistro-Bereich. Dachte ich, fragst du mal nach, ob wir hier nicht irgendwie einen Platz für mich haben. Ich gehe auch jeden Morgen über die Anlage einmal rüber und gucke, ob alle Schilder noch da sind, ob irgendwas in der Nacht verbogen worden ist von den Straßen, von den Bahnfahrern. Und gegebenenfalls baue ich auch noch Sachen ein, die ich den Vortag über vorbereitet habe. Jetzt ist es ja noch leer, jetzt kann ich hier auf die Anlage steigen, ohne jemanden dabei zu stören. Ich habe hier gerade schon eins mal Test gehalten, deswegen könnt ihr jetzt zusehen, wie ich das einbaue. Jo. Ich habe hier ein schönes Gerät, das nennt sich Flexwelle. Das heißt, ich kann hier wunderbar ganz flexibel gucken, wo ich reinbohren muss und komme damit überall hin an alle Punkte, wo ich mit der Bohrmaschine schon alles kaputt machen würde. Ich habe dieses Schild hier gebaut in Anlehnung an das viel erwähnte Chaos in Italien. Es ist keinesfalls böse gemeint, sondern mehr mit einem Augenzwinkern. Wir haben ja alle unsere Eigenarten, ne? Der Einstieg in den Modellbau war ein bisschen haarig, würde ich sagen. Halt, wie gesagt, wenn man halt immer am PC hängt, hat man nicht so viel Praxis, was mit seinen Händen zu machen. Ich habe halt dann zum Test so ein paar Sachen bekommen, bau mal ein Haus. Und das Haus ist halt grandios gescheitert. Ich musste das zweimal nachbauen und da machen die Kollegen immer noch Witze drüber. Wenn es jetzt Kritik gibt, dann muss ich die natürlich aufnehmen. Es ist ja nie persönlich gemeint. Es ist ja die Meinung von einer professionellen Seite. Aber ich kriege natürlich Schweißausbrüche, sofort so ein, oh nein, du hast einen Fehler gemacht, scheiße. Und dann merke ich sofort so, ganz am Abend so einmal so ein klebriger Film drauf. Mhm. Da ist noch alles dran. Hier auch. Das sieht auch gut aus. Das sind immer so die Dinger, die am meisten gefährdet sind. Hier, wo Leute raufsteigen. Jetzt übersiehst du gern mal und trittst halt einfach rüber. Meine Mutti ist großer Venedig-Fan und ich war mit ihr schon 3-4 Mal da. Und mir ist da oft aufgefallen, dass jedes Haus eine eigens dafür angepinselte Nummer hat. Und ich habe, glaube ich, für Venedig so um die 100 oder 150 Stück gemacht. Die meisten davon kann man gar nicht mehr sehen, weil das ja in den Gassen ist. Und hier vorne zum Beispiel haben wir Wasserverkehrsregeln und noch einen kleinen Gag, den wir eingebaut haben. Der Gondolieri, der sich am Schild den Kopf abhaut. Ja, was ich halt zuerst mache, wenn jetzt irgendwo Schilder gebraucht werden, gehe ich auf die Anlage und gucke mir das an. Wie ist die Situation vor Ort sozusagen. Ich mache davon erstmal Fotos, dass ich sie am PC auch habe, wenn ich dann nochmal nachgucken will und ich immer auf die Anlage dackeln muss. Und dann fange ich erstmal an zu sammeln. So, ich schiebe alle Schilder, die ich dafür brauche, erstmal in eine Datei, drucke sie aus, lackiere sie einmal mit UV-Lack und dann fange ich an, die zu bauen. Mhm. Hier siehst du mal, das ist doch perfekt. Gleich in flagranti erwischt, ne? Ich glaube, hier wurde ein Schild rausgerissen von dem Auto vom K-System. Und scheint mir auch so, als hätte ich beim Renovieren damals diese Kreuzung ein bisschen vernachlässigt. Die können auf jeden Fall noch mal ein paar Schilder ran. Vorfahrtsschilder, Vorfahrtsbeachten. Diese Sortierungspfeile können hier auch noch mal rein. Das machen wir einfach mal heute, oder nicht? Und den können wir auch noch mal mitnehmen hier. Und dann weiß ich auch Bescheid, was hier abgeht. Es ist halt eine gute Story, die man erzählen kann. Ne? Du bist der Straßenschilderbeauftragte im Wunderland. Das Ziel ist, die Realität abzubilden und professionell sein und so. Ne? Und, ich habe nicht mal einen Führerschein. Ja, wenn ich jetzt später mal einen Führerschein mache, könnte mir das bestimmt zugutekommen. So, also ich habe jetzt ja schon die meisten Regeln verinnerlicht. Ne? So. In den meisten Fällen habe ich schon ungefähr einen Plan, wie ich die Straßenregeln durchsetzen kann, sozusagen. In diesem Fall bin ich mir jetzt aber von den Regeln nicht ganz so sicher. Also will ich da nochmal Recherche machen, wie ich das genau durchführen soll. Dann haben wir uns jetzt unsere Gedanken gemacht und dann gucken wir uns das jetzt mal einmal 1:1 an.
Ich bin jetzt ja hier auf dieser T-Kreuzung angelangt, um einmal zu gucken, wie das Straßenbauamt hier Schilder aufstellt. Ich als nicht autofahrender Mensch habe da nicht so das Gefühl für, deswegen war es eigentlich mal ganz gut, sich das mal vor Ort anzugucken. Wir haben jetzt gesehen, das war jetzt hier nicht so spektakulär. Es gibt ein Vorfahrtsschild, es gibt 3 Halteverbotsschilder. Das bringt uns eigentlich nicht weiter. Wir wollen ja irgendwas Spannendes haben für den Besucher. Wir hatten aber einen Glücksgriff. Wir haben nämlich diese Schilder gefunden. Das sind Schilder zur Markierung von Wasserleitungen unter der Straße. Und weil es die noch gar nicht gibt bei uns auf der Anlage, dachte ich mir, warum nicht? Das ist doch eigentlich perfekt. Weil wir immer noch einen oben drauf setzen können, was die Detailverrücktheit angeht. Jetzt hau ab, Mann! Weil wir immer noch ein Ding mehr oben drauf setzen können, haben wir jetzt Glück gehabt und nehmen diese Schilder hier. Die baue ich jetzt erstmal und dann bauen wir die ein. Bam! Man könnte so sagen, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und auch vielleicht ab von der Norm auch irgendwie ein bisschen drauf, aber du findest hier deinen Platz und wenn du den auch dann behauptest, dann gehörst du auch irgendwann dazu. Ja, weil die Straße ja nicht so ergiebig war, gucken wir jetzt nochmal im Internet, ob wir da irgendwas ergänzend zu finden können und tauchen gleich mal ein. Wir haben jetzt mal schon ein bisschen in Hamburg rumgeguckt, ob wir da irgendwas finden, was mit unserer T-Kreuzung zu vergleichen ist. Was mir aber eingefallen ist, dass in Sasel, da fahre ich ab und zu nämlich lang, um meinen Hundefriseur zu sehen. Wir haben ein paar Vorfahrtsschilder, ein paar Vorfahrtgewehren, Fußgänger-Sonderweg. Dann haben wir noch ein Parkschild, da fangen wir einfach mal an, Sachen uns rauszukopieren. Ihn hier hatten wir noch. Nehmen wir auch mit, komm, was soll der Geiz? Da ist noch der, siehst du mal. Bei den und den und den. Speichern wir uns auch einfach mal so rein. Ja, wir haben jetzt die ganzen Screenshots erstmal gesammelt, gehen einmal nach Knuffing und gucken uns die Kreuzung nochmal in Ruhe an. Wir haben hier eine Landstraße, die in den Ort führt. Das heißt, wir machen erstmal auf jeden Fall ein Knuffing-Ortsschild hier auf die Ecke und ein Vorfahrtsschild hier auf die Ecke. Dasselbe machen wir hier hin, das Vorfahrtsschild. Wir machen hier ein Schild Vorfahrt gewähren hin. Dann haben wir hier noch einen Parkplatz stehen. Da sehe ich ein paar Halteverbotsschilder. Die sind vermutlich schon ein paar Jahre alt und verrottet. Ich würde mal sagen, die ersetzen wir einfach auch gleich mit. Und dann hatten wir noch die schöne Idee mit den Wasserleitungen. Die bauen wir hier vorne ans Haus. Das ist direkt an der Anlagenkante. Das sollte dem Straßenschild-affinen Menschen auffallen. Ja, so machen wir das. Wir haben halt hier ein breiteres Rechteck, ein schmaleres Rechteck. Dafür gehe ich einmal in meinen Katalog und wir schauen an, was ich für Ätzteile habe. Das ist einmal das hier. Das ist 6 mm mal 4 mm. Ja, das passt eigentlich. Es ist halt nicht exakt wie im Original. Da muss man halt ab und zu leider mit einen sauren Apfel beißen. Wir haben jetzt halt die Ätzteile schon alle parat. Also ich habe die halt damals entworfen und die wurden dann für uns so hergestellt. Ich habe jetzt also 50 Plättchen, 4 x 4 mm. Ja, wir haben jetzt das erste Schild fertig. Ich habe hier immer nachgesehen, das ist ein Schild für den Wasserhydranten unter der Erde. Wir können halt sehen, wenn wir das Original daneben stellen, dass die Seitenverhältnisse jetzt nicht exakt so sind wie im Original. Letztendlich ist es aber eigentlich egal, weil es sich hier um Millimeter handelt und wir das Beste rausholen, was wir können. Kreativität entsteht ja, wenn gewisse Rahmenbedingungen gestellt werden und du dich dann in diesen Rahmenbedingungen versuchst, irgendwie deinen Weg zu finden oder dich zu entfalten oder deine Fähigkeiten oder deine Wahrnehmung zu verschärfen, zu optimieren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das musst du halt checken. Du musst halt sehen, bis zu welchem Grad kann ich gehen, der Abstraktion oder der Genauigkeit, dass es noch erkennbar ist. Und wann geht's nicht mehr. So, und das ist dann für mich irgendwie der Weg, dann kreativ zu werden, halt rauszufinden, wo diese Grenzen liegen. Jetzt werden die einmal zerschnitten, mit UV-Lack besprüht, denn wir haben auf der Anlage UV-Lampen. Das heißt, die Farbe würde dann mit der Zeit verblassen.
als Typ, der hier den ganzen Tag Sachen ausschneidet, musst du ja irgendwann auch dir daraus ein gewisses Spiel machen, dass du daran Freude behältst. Ne? Ich merke das inzwischen ganz doll. Ich schöpfe daraus unheimliche Befriedigung, eine Linie auszuschneiden und danach ist die Linie weg. Also, dass man so eine Haarlinie genau und die ist nicht mehr da. Und exakt arbeiten ist halt geil. So. Das macht mir eine große Freude. Und dann halt aber zu merken, wenn es halt nicht klappt, ne? Dann, und du nichts dagegen machen kannst. So, du bist konzentriert. Okay, beim Schneiden ist es eigentlich easy. Aber jetzt zum Beispiel bei runden Straßenschildern, die lochen wir aus diesen Stanzeisen. Und da kann man aber nicht genau sehen, ob man jetzt mittig ansetzt oder nicht. Und dann hast du da einen Bogen mit 50 Straßenschildern, die du eigentlich alle brauchst. Du hast die ungefähr eingeplant, hämmerst das erste aus, okay, geht, das zweite, das dritte, das vierte und die sind alle für den Müll. So. Das Schwierige ist halt, meine Schilder haben alle inzwischen einen weißen Lichtrahmen, wie er auch auf den Originalstraßenschildern auch zu sehen ist. Das hatte ich zuerst nicht, da war das noch nicht ganz so schwierig. Aber jetzt durch diesen weißen Rahmen fällt es eben besonders stark auf, wenn ich das Stecheisen oder das Locheisen vor dem Raufhauen nicht ordentlich auf dem Kreis zentriere. Ja, in Hamburg und Knuffingen sind zum Teil noch Plastikschilder verbaut, in manchen Bereichen, wo ich noch nicht die ersetzt habe. Dann haben wir irgendwann angefangen, sie aus Messingbausätzen zu verwenden, ganz normale handelsübliche Dinger. Da hast du aber viel weniger Kontrolle über was für Schilder du bauen kannst, wie viele du davon bauen kannst und was du für eine Auswahl an Schildern hast. Deswegen stellen wir die jetzt aus Ätzblechen her. Die sind genau angefertigt nach meinen Maßen. Das heißt, die Schilder, die ich am PC layoute, passen genau 1:1 auf die Schilder hier rauf. Zuerst mache ich da ein bisschen Lötöl rüber, damit das Lötzinn besser verlaufen kann. Es ist ein bisschen schwierig, Witze für mich zu produzieren, weil Straßenschilder ja eigentlich immer klaren Regeln folgen. Dafür gibt das Thema zu wenig her, dafür hat es auch wenig Aufmerksamkeit, als dass ich dann denke, okay, ich muss um jeden Preis einen Witz finden. Wenn mir einer einfällt, dann mache ich das natürlich, aber lieber nicht erzwingen, das Ganze. Ja, mit dem Löten sind wir jetzt fertig. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Und Schwierigkeiten gab es jetzt eigentlich nur bei dem Schild für die Wasserleitung. Denn das ist halt so klein, dass ich da einen Steg bauen musste, um die Schilder miteinander zu verbinden, dass sie beim Löten nicht alle wieder abfallen. Ja, jetzt reinigen wir die Schilder einmal, um eine Fettgriffe darunter zu bekommen. Und dann nebeln wir die zweimal mit dem Lack ein, damit sich keine Nasen bilden und sich der Lack gleichmäßig verteilt. So, wir sind jetzt fertig, der Lack ist getrocknet. Ich werde mir jetzt hier ein bisschen Butter aufs Brot schmieren und dann geht's auf die Anlage. So, das Ding ist fertig, das bauen wir jetzt ein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, euch zu zeigen, was in meinem Job so abgeht und wir sehen uns im Wunderland. Ne?